Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich wollte euch mal wieder was Cooles zeigen. Ich habe mir mal was Cooles zugelegt, und zwar hier den H-Calorie oder H-Calorie, wie man auf Deutsch sagt. Ja, ist ein Kfz-Kühlschrank oder Camping-Kühlschrank oder Outdoor-Kühlschrank, je nachdem, wo man ihn gebrauchen kann. Und ja, er hat ein Fassungsvermögen von 30 Liter, und ich will ihn euch jetzt nur mal kurz vorstellen und wie man ihn auch verwenden kann. Viel Spaß dabei. Ja, die Stromversorgung oder wie ich den Kühlschrank hier mit Strom versorgen kann, da gibt es zwei Anschlussmöglichkeiten. Einmal hier mein 12 Volt Kfz-Zigarettenanzünder oder halt hier über ganz normale 230 Volt Netzbetrieb. Die Möglichkeit habe ich. Wenn man ihn im Pkw anschließt, sollte man natürlich darauf achten, dass man den nicht zu lange ohne laufenden Motor ja, anschließt, weil sonst ist ruckzuck die Batterie leer. Aber wenn man jetzt auf Reisen ist und während der Fahrt, kann man da wunderbar ja, Getränke kühlen, Lebensmittel und so weiter und so fort. Ich sage jetzt schon mal hier grob, die Kühl-Gefrier-Kombination hier, laut Hersteller kühlt die runter bis minus 20 Grad. Ich denke mal, realistisch sind so eher so minus 13, minus 14. Ja, denke ich mal, das reicht aber definitiv auch. Ja, der Anschluss ist eigentlich ganz einfach. Hier habe ich einfach hier meinen Stecker, den ich hier einstecke, und dann stecke ich hier meinen 12 Volt in meine Pkw-Steckdose, und dann ist das Gerät eigentlich schon einsatzbereit. Eingeschaltet wird er hier oben über den Einschaltknopf, den ich ein paar Sekunden drücke. Dann erscheint auf dem Display ja, eine Temperatur. In dem Fall jetzt hier 2020. Ich habe einen linken und einen rechten Bereich in dem Kühlbereich, in der Kühlkammer, und der linke Bereich wird immer kälter wie der rechte Bereich. Deswegen sage ich immer, es gibt eine Kühl-Gefrier-Kombination. Das heißt also, ich kann jetzt da auf der linken Seite in den Minusbereich gehen und kann dann irgendwelche anderen Lebensmittel wie Getränke oder so dann auf der rechten Seite auf, keine Ahnung, 5, 6 Grad wärmer ja, kühlen. Einzustellen ist eigentlich ganz simpel hier bei dem Gerät, ist gar nicht so viel Schnickschnack. Ich muss als allererstes die beiden Tasten drücken zum Entsperren, bis hier das Schloss entfernt ist, und dann kann ich hier einstellen, zum Beispiel gebe ich jetzt hier, sagen wir mal, minus 4 Grad ein, und dann warte ich einen Augenblick und dann geht's her und der Kühlschrank hat die minus 4 Grad drin und würde den jetzt runterkühlen bis minus 4 Grad. Ich habe aber die Möglichkeit, natürlich noch viel tiefer zu gehen. Bis auf minus 20 Grad. Also was man hier an Geräusch hört, das ist der Kompressor, der läuft. Ja, man hört einen Lüfter. Alles in allem würde ich sagen, ist es ein erträgliches Geräusch. Also dass das Display hier so flackert, das liegt hier an der Frequenz. In Wirklichkeit flackert das natürlich nicht. Ja, was kann ich hier noch alles einstellen? Ja, ich kann hier auf diesem Set-Knopf, wenn ich den länger drücke, kann ich natürlich hier noch einstellen Fahrenheit oder Celsius. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, wo jetzt das L blinkt, oder jetzt ein M oder jetzt ein High und ein H für High. Das ist einfach der Batterieschutz. Also die Kühlbox erkennt automatisch, ja, wie der Spannungszustand von der Batterie ist, also von der Autobatterie. Also wenn ich jetzt hier High eingebe, dann ist das ein sehr hoher Schutz für die Autobatterie, und wenn er merkt, dass die Spannung unter eine gewisse Voltzahl fällt, dann schaltet der Kühlschrank ab und zieht sich nicht mehr Strom. Gehe ich natürlich mit auf Medium, dann kann die Spannung noch etwas tiefer sinken, und gehe ich auf Low, L, dann zieht er die Batterie ziemlich leer, ich glaube bis 9,6 Volt, und dann ist dann auch Feierabend. Also so ein ganz entladene Batterie kann man hier mit diesem Kühlschrank eigentlich nicht herbeiführen. So, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier mal langsam, also erstmal entsperren wieder. So, dann kann ich hierher gehen, wenn ich mal kurz drauf drücke, blinkt jetzt hier Eco, oder ich kann hier maximal
auswählen. Also das ist dann quasi der Stromverbrauch, was die Box so braucht. Und ich würde grob sagen, der Unterschied zwischen dem Eco-Modus und dem Maximalmodus macht ungefähr 15 Watt aus. Also im Eco-Modus braucht der Kühlschrank so 30 Watt und im Maximalmodus zieht er so 45 Watt. So, kommen wir zum Innenraum. Ja, ich habe den Taster hier, wo ich den Deckel mit öffnen kann. Hier habe ich eine Beleuchtung auch für das oder im Dunkeln, damit ich da auch was sehen kann. Und hier habe ich halt hier meine zwei Zonen. Das ist hier einmal die linke Seite ist diese Gefrierzone und die rechte Seite ist dann eher die Zone, wo es etwas moderater mit den Temperaturen vor sich geht. Ja, dann habe ich hier aber so eine Trennwand, die kann ich komplett rausnehmen und dann hätte ich quasi eine Zone und der Bereich hier bleibt dann quasi komplett auf einer Temperaturebene. Ja, innen drin habe ich hier noch die Möglichkeit, wenn jetzt mal wirklich mal was ausgelaufen ist oder so, kann ich das wunderbar auswaschen und habe dann da einen Ablauf, wo mir dann ja das Dreckwasser oder Schmutzwasser dann wegläuft. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist halt, dass man ja Wasserflaschen oder Trinkflaschen nicht stehend in den Kühlschrank stellen kann. Also da hätten sie besser noch mal so 4-5 Zentimeter mehr gegeben. Ja, dann geht der Deckel nicht zu. Also ich muss die dann alle entweder schräg legen oder muss die Trennwand rausnehmen und muss sie komplett ja, reinlegen. Dann funktioniert's wunderbar. Dann kann ich die Länge nach auch reinlegen, kann auch mehrere stapeln. Aber wie gesagt, stehend geht leider nicht. Was mir ganz gut gefällt, sind hier diese stabilen Tragegriffe, die auch wieder automatisch zurückschnappen. Und ja, ich sage jetzt mal, die Kühlbox, die hat ungefähr so ein Gewicht von 12 Kilo, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn man dann natürlich noch Innenleben drin hat, dann braucht man auch hier diese massiven Griffe, um die auch zu tragen. Ja, die Abmessungen sind ja, 59 cm lang und 34 cm breit. Und wir haben eine Höhe von ca. 37 cm. Im Innenraum sieht es wie folgt aus. Ja, im Innenraum habe ich eine Tiefe von 29 cm, eine Gesamtlänge von 51 und eine Breite von ca. 26,5 cm. Ja, das Tolle an dem Kühlschrank oder was mir persönlich auch noch gut gefällt, ist halt, dass ich den auch mit meiner Powerstation betreiben kann, weil der Kompressor nur einen geringen Anlaufstrom braucht. Und ja, wenn ich den dann quasi über Gleichstrom, also über 12 Volt anschließe, dann braucht er nur 50 Watt beim Anlaufen. Und ja, das ist natürlich vollkommen ausreichend. Ja, wenn ich die Powerstation vollgeladen habe, käme ich hier grob 24 Stunden, wenn der Kompressor nonstop laufen würde, klar. Aber das ist ja nicht der Fall. Der schaltet ja immer, wenn er die Temperatur erreicht hat, die eingestellt wurde, schaltet der Kompressor ja ab. Also käme ich wahrscheinlich auch schon mehrere Tage mit der Powerstation aus, um diesen hier zu kühlen. Wenn ich natürlich noch 1, 2, 3 Solarmodule an die Powerstation angeschlossen habe, und kriege da auch noch zusätzlich die als geladen, dann hätte ich über längeren Zeitraum natürlich hier auch noch einen Kühlschrank, was dann auch wieder hinsichtlich Blackout oder so längere Stromausfälle dann ja auch noch eine tolle Sache wäre, wo man dann schnell noch auf jeden Fall sein gutes Fleisch, was in der Gefriertruhe ist, dann hier umverfrachten könnte. Ja, alles in allem ist soweit alles gesagt zu dem Gerät. Wer Interesse hat, schaut in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ja, die Kühl-Gefrier-Kombination hier verlinkt. Und ja, wer kein Video verpassen möchte, der sollte natürlich meinen Kanal abonnieren. Und ja, schreibt in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt, dann werde ich die gerne beantworten. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.